Im letzten Video haben wir ja hier gezeigt, wie wir die Aufhängung neu gebaut haben. Genau, da haben wir auch ein paar Sachen erklärt mit der Lenkgeometrie, wie wir das gemacht haben. Das war dann schon fertig und dann haben wir als nächstes angefangen mit der Lenkung. Die alte Lenkstange war ja hier vorne und hier waren diese beiden Zahnräder mit dieser Übersetzung in der Mitte. Und da haben wir ja Fahrradketten benutzt und verschiedene Fahrradritzel, um die Übersetzung zu machen. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, nachdem wir die Ketten entsprechend gespannt hatten mit Kettenspannern. Hat das ganz zuverlässig funktioniert. Und deswegen haben wir jetzt quasi wieder sowas Ähnliches gebaut, nur ein bisschen anders und ein bisschen aufwendiger. Da kurz ein bisschen theoretischer. Die Räder müssen, wenn man um eine Kurve fährt, die lenken nicht parallel zueinander, sondern das kurveninnere Rad lenkt etwas mehr. Und wenn das nicht so ist, und bei unserer alten Lenkung war das nicht richtig gemacht, dann klemmt das quasi so ein bisschen, wenn man um die Kurve fährt. Und das hat man auch deutlich gemerkt. Die Schwierigkeit ist, es zu schaffen, dass der Lenkhebel und die Spurstange nicht zu flach aufeinander stehen. Hier in dieser Verbindung ist das. Weil wenn die zu flach aufeinander stehen, dann kann das so durchknicken quasi. Und das wollen wir auch verhindern. Deswegen haben wir die mittlere Spurstange nach vorne bewegt etwas. Normalerweise müsste die genau gerade gehen. Und wir haben die etwas nach vorne bewegt. Und das verschiebt diese Spurdifferenzwinkeleinstellung, die man normalerweise so macht. Und dann bleibt nicht viel anderes übrig, das dann auszuprobieren, diese Winkel. Und dann haben wir dieses Teil hier, ich weiß nicht, 8-mal angeschweißt und wir haben 4 oder 5 verschiedene von den Dingern geflext und ganz viel versucht, bis wir das dann so gefunden haben, dass sich das Auto schön schieben lässt und dass alles passt und auch am Lenkanschlag hier das nicht durchknicken kann. Das heißt, wir haben jetzt hier diese Lenkhebel an die Achsschenkel geschweißt, haben diese Spurstange hier, das ist eine geteilte Spurstange, da sind hier außen, hier kann man auch die Spur dann einstellen. Hier der mittlere Teil und hier drüben ist dann noch eine Spurstange und wieder der Hebel. Die mittlere Spurstange wird hier mit dieser Kettenkonstruktion bewegt. Es geht ein bisschen schwierig im Stand. Die ist hier an dem Punkt gekreuzt, damit, wenn wir das Lenkrad nach links drehen, auch nach links fahren, sonst wird das ein bisschen kompliziert zu fahren. Hier ist das gekreuzt und das geht hier außenrum um dieses Zahnrad, was oben vom Lenkrad angetrieben wird. Das ist verbunden über diese Kardangelenke und diese Welle hier hoch ans Lenkrad. Das ist der rechte Lenkeinschlag und ich lenke jetzt nach ganz links, ohne umzugreifen. Das Lenkrad ist jetzt noch nicht ganz mittig, das müssen wir noch einstellen. Aber man muss beim Fahren nicht umgreifen. Das war unser Ziel, das hat ganz gut funktioniert. Dafür geht es ein bisschen schwieriger, ist ein bisschen anstrengender zu fahren, aber passt schon. Bei den meisten Autos ist die Lenkstange auch hinter der Achse. Und das Problem hier ist, dass da unser Fußraum halt beginnt. Und deswegen mussten wir uns überlegen, wie wir diese ganze Lenkgestänge, was vorher so schön vorne dran war, jetzt da irgendwie unter unsere Füße bauen. Genau, das ist jetzt hier ohne Bodenblech gerade. Das kommt gleich noch wieder rein. Aber wir haben hier den Pedalträger nach vorne gesetzt, dass auch ich bin ein bisschen größer, dass ich hier auch vernünftig sitzen kann. Und vorher habe ich hier eher so gesessen. Es war ein bisschen ungemütlich und jetzt kann man hier besser fahren. Das Ganze ist so flach gebaut, dass das komplett unter den Füßen im Fußraum verschwindet.